Project. Projekt. You have everything, you have your stuff, you're not nervous. It's just the camera. Okay. Yeah. Everybody else, you just tap. Yeah. Tap. Tap. All right. I'm ready. Should I start? All right. It ain't easy these days lighting a cigar. Everyone thinks the whole world's about to go up in flames. Don't you just hate it? Citizens of this town, Observe us, the guardians of this town, watching, listening, Always well disposed. Towards a well-disposed citizen. who in the end pays our wages. our equipment all gleaming, We circle your home. watchful, Yet still not thinking the worst. Sometimes we stop and take the weight off our feet, but never in order to sleep. We are untiring. watching, listening, so the combustible threat, Hidden from sight. Is revealed. before it's too late, to put out the flames. Many things burn, but not every fire is determined by fate. Sometimes the fire can be prevented. It's only human. To talk about fate. Fate means we don't need to ask why the city is burning. No need to ask how the terror began. It's only human. It's all too human. To wipe out a few human beings. Reason can save us from evil. That's right. It's unworthy of God and unworthy of man. If the nonsense that happens is put down to fate, Just because it has happened. If humans start thinking like that, then they will not deserve. their place on this earth, This generous earth, that is fruitful and gracious to man. They will not deserve their place in the sun, they will not deserve the air that they breathe. If the nonsense that happens is put down to fate. just because it has happened. Then the flames may rise to the point where nobody knows how to put out the fire. Our watch has begun. Herr Biedermann? Herr Biedermann? Aufhängen sollte man sie. Habe ich nicht immer gesagt. Schon wieder eine Brandstiftung. Und wieder dieselbe Geschichte, sage und schreibe. Wieder so ein Hausierer, der sich im Dachboden einnistet. Ein harmloser Hausierer. Aufhängen sollte man sie. Herr Biedermann, Was denn? ist noch immer da. Wer? Der Hausherr, der Sie sprechen möchte? Ich bin nicht zu Hause. Das habe ich ihm gesagt, Herr Biedermann, schon vor einer Stunde. Sagt, kenne Sie. Herr Biedermann, ich kann diesen Menschen nicht vor die Tür werfen. Ich kann's nicht. Wieso nicht? Nämlich, ist sehr kräftig. Er soll morgen ins Geschäft kommen. Ich hab's ihm gesagt, schon dreimal, aber das interessiert ihn nicht. Wieso nicht? Will kein Haarwasser, Sondern? Menschlichkeit. Sagen Sie ihm, ich werde ihn eigenhändig vor die Tür werfen, wenn er nicht sofort verschwindet. Menschlichkeit. Er soll im Flur draußen warten. Ich komme sofort. Und wenn er irgendetwas verkauft, ein Traktat oder Rasierklingen, ich bin kein Unmensch, aber ich bin kein Unmensch, Anna, das wissen Sie ganz genau. Aber es kommt mir keiner ins Haus. Und wenn wir, das habe ich Ihnen schon 100-mal gesagt. Und wenn wir 3 freie Betten haben, es kommt nicht in Frage, sage ich. Nicht in Frage. Man weiß, wohin das führen kann heutzutage. Guten Abend. Sagen Sie mal, Guten Abend. was soll das heißen? Ich habe den Mädchen ausdrücklich gesagt, sie sollen im Flur draußen warten. Wieso? Ich muss schon sagen, ohne zu klopfen. Mein Name ist Schmitz. Ohne zu klopfen. Schmitz Josef. Guten Abend. Und was wünschen Sie? Ich bin kein Hausierer. Sondern Ringer vom Beruf. Ringer. Schwergewicht. Ich sehe. Das heißt gewesen. Und jetzt? Arbeitslos. Bin nur gekommen, weil es draußen so regnet ist. Hier ist wärmer. Hoffentlich störe ich nicht. Rauchen Sie Zigarren? Ja, danke. Kurz
und gut. Was wünschen Sie? Mein Name ist Schmitz. Das sagten Sie schon, ja, sehr erfreut. Ich bin obdachlos. Oh, ich bin obdachlos. Wollen Sie ein Stück Brot Ja, danke. oder ein Glas Wein? Brot und Wein, danke. Anna! Anna, bringen Sie ein zweites Glas. Sehr wohl. Und etwas Brot, ja? Etwas kaltes Fleisch oder etwas Käse oder so. Etwas Senf, Fräulein. Sehr wohl. Nur keine Umstände. Sie sagten dem Mädchen, Sie kennen mich. Freilich, Herr Biedermann, freilich. Woher? Nur von Ihren besten Zeiten, Herr Biedermann, nur von Ihren besten Zeiten. Sehen Sie, Herr Biedermann, Männer wie Sie, das ist, was wir brauchen. Ja, ja, du bist aber... Kein Aber, Herr Biedermann, kein Aber. Sie haben Zivilcourage. Sicher. Sie haben noch ein Gewissen. Ja, ja, natürlich. Herr Biedermann, das ist gar nicht natürlich heutzutage. Im Zirkus, der dann auch niedergebrannt ist, fragte ich mich, ob ich ein Gewissen haben soll. Wenn einer ein Gewissen hat, so ist es meistens Schlechtes. Niedergebrannt. Ganz niedergebrannt. Ich weiß nicht, was das Mädchen so lange macht. Ich hab Zeit. Warum lachen Sie? Sie haben kein freies Bett im Haus, Herr Biedermann. Ich bin's gewohnt, auf dem Boden zu schlafen. Mein Vater war Köhler. Kaltes Fleisch haben wir keins. Nur den Senf haben Sie noch vergessen, Fräulein. Entschuldigung. Essen Sie. Prost! Es ist halt so eine Sache heutzutage. Nicht einmal eine Zeitung kann man mehr aufschlagen. Schon wieder eine Brandstifterei. Und wieder die alte Geschichte, sage und schreibe. Wieder ein Hausierer, der um Obdach bittet. Und am anderen Morgen steht das Haus in Flammen. Ich meine, nur offen gesprochen. Ich kann ein gewisses Misstrauen schon verstehen. Hier, bitte. Ich hab gelesen. Ein ganzer Stadtteil. Hier lesen Sie das. Ist das nicht unglaublich? Darum lese ich ja keine Zeitungen, Wie meinen Sie das? weil es immer dasselbe ist. Gottes Gericht. Meinen Sie? So schon etwas. Danke, Fräulein. Nicht heute. Herr Biedermann, Was denn? Herr Knechtling möchte Sie sprechen. Herr Knechtling. Jetzt Knechtling? Er sagt, Kommt nicht in Frage. er konnte Sie gar nicht verstehen. Wozu muss er mich verstehen? Er hat eine kranke Frau und 3 Kinder. Kommt nicht in Frage, sag ich. Herr Knechtling. Herr Knechtling. Herr Knechtling soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Herrgott nochmal. Oder er soll einen Anwalt nehmen. Bitte. Ich habe Feierabend. Herr Knechtling. Ich verbitte mir dieses Getue wegen einer Kündigung. Lächerlich. Beteiligung an seiner Erfindung. Soll er sich unter den Gasherd legen oder soll er einen Anwalt nehmen? Bitte, bitte. Sagen Sie, Herr Knechtling, ich habe Besuch. Sie entschuldigen? Schmeckt's denn? Wer hätte gedacht, ja, wer hätte denn gedacht, dass es das noch gibt heutzutage? Senf. Menschlichkeit. Sehen Sie, Herr Biedermann, das ist, was wir brauchen. Menschlichkeit. Sie müssen jetzt nicht denken, Herr Schmitz, dass ich ein Unmensch sei. Herr Biedermann, Frau Knechtling nämlich behauptet das. das kann doch nicht wahr sein. Polizei? Meine Frau. Kommen Sie, aber unter einer Bedingung. Kein Lärm. Meine Frau ist herzkrank. Wo ist mein Mann? Sie wissen alle, wir sind kein Spießer.
einen Schatz haben, aber ich will nicht alle, dass sie ihn im Haus verstecken. Frau Biedermann, ich habe aber keinen. Und wem gehört das rostige Fahrrad, das unten neben unserem Haustor steht? Oh, ich bin ja zu Tode erschrocken. Hier ist der Schalter. Und wenn Sie kalt haben, irgendwo gibt es auch ein altes Schaffel, glaubt. Aber leise, Herrgott, nochmal. Ziehen Sie die Schuhe aus. Herr Schmitz, Herr Biedermann? Sie versprechen es mir aber. Sie sind aber wirklich kein Brandstifter? Gottlieb, that's my husband, Gottlieb, has personally promised me that he will check the attic on a daily basis, just to make sure there aren't no arsonists up there. I am just so grateful. Otherwise, I don't think I could sleep a wink. Citizens of this town, See how we watch over you. Guarding your innocence. Still watchful. Yet still not thinking the worst. Well disposed towards the slumbering town. sitting, standing, Standing. sometimes even lighting a roll-up to help pass the time. Watching. Listening. To make sure no flames. Burst out through the roofs. And lay waste to our town. Everyone knows we're here. Just give us a shout. Who's switching on the lights? In the downstairs room, At this time of night, It's Biedermann's wife. A bundle of nerves. sleepless and wretched. Da hustet einer. Gottlieb, das ist der nicht? Das ist doch einer. Männer, dann nehmen Sie einfach ein Schlafpulver. It's 4 o'clock, and nobody's called us. first rays of the sun, One blink of God's eye. The roofs appear. and it's daylight again. All hail the firefighters. The town has survived. One more night. All hail the firefighters. Zum letzten Mal. Er ist kein Brandstifter. Und woher weißt du das? Ich habe ihn ja selbst gefragt. Es ist ja zum Verrücktwerden, ihr mit euren Brandstiftern die ganze Zeit. Zum Verrücktwerden. Schrei mich nicht an. Ich schrei nicht dich an, Babette. Ich schrei ganz allgemein. Ich muss ja gehen. Wenn man jedermann für einen Brandstifter hält, wo führt das hin? Man muss auch ein bisschen Vertrauen haben, Babette, ein bisschen Vertrauen. Das mach ich nicht mit, Gottlieb. Du lässt dein Herz brechen, während ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Ich will ihm mein Frühstück geben, aber dann, Gottlieb, schicke ich ihn auf den Weg. Tu das. In aller Freundlichkeit, weißt du, ohne zu kränken. Tu das. Ich muss zu meinem Rechtsanwalt, Warum hast du Knechtling entlassen? weil ich ihn nicht mehr brauche. Aber du warst so zufrieden mit ihm. Das ist es ja, was er ausnutzen will. Beteiligung an seiner Erfindung. Dabei weiß Knechtling genau, was unser Haarwasser ist. Eine kaufmännische Leistung, aber keine Erfindung. Lächerlich. Die guten Leute, die unser Haarwasser auf die Glatze streichen, könnten ebenso gut ihren eigenen Haaren. Gottlieb, Es ist aber auch wahr. Ich bin zu gutmütig. Du hast recht. Diesem Knechtling werde ich die Kehle schon umdrehen. Guten Morgen, die Herrschaften. Herr Schmitz, Sagen Sie doch einfach Sir. meine Frau wird mit Ihnen sprechen. Ich muss gehen, leider. Aber ich wünsche Ihnen alles Gute. Alles Gute, Sepp. Alles Gute. Alles Gute, Gottlieb, alles Gute. Ihr Mann heißt doch Gottlieb. wie haben Sie geschlafen? Danke, Karl. Ihr Frühstück ist bereit. Madame? Sie müssen tüchtig essen, Sepp. Sie haben sicherlich einen langen Weg vor sich. Wieso? Nehmen Sie ein weiches Ei. 2. 2 weiche Eier. Sehr wohl. 3,5 Minuten. Sehr wohl. Fräulein? Guten Tag. Tag. Wie das Fräulein mich anzieht. Verdammt nochmal. Herr Schmitz, Ja? wenn ich offen sprechen darf. Madame? Herr Schmitz,
Was bekümmert Sie? Hier ist Käse. Danke. Hier ist Marmelade. Danke. Und hier ist Honig. Danke. Eins nach dem anderen, Madame. Eins nach dem anderen. Rund heraus, Herr Schmitz. Sagen Sie doch einfach Sie. Rund heraus. Madame, möchten nicht los sein? Nein, nein, so würde ich es nicht sagen. Wie würde Sie es denn sagen? Madame halten mich als einen Brandstifter. Missverstehen Sie mich nicht. Was habe ich denn gesagt? Nichts liegt mir ferner, Herr Schmitz, als Sie zu kränken. Ehrenwort. Sie haben mich ganz verwirrt. Wer redet denn von Brandstiftern? Ich beklage mich hier an keiner Weise, Herr Schmitz, über Ihr Benehmen. Ich weiß, ich habe kein Benehmen. Nein, das mag ich nicht mit. Ein Mensch, der Schmerz. Unsinn. Das haben Sie mir schon im Weißen Haus immer gesagt. Schmitz, schmatze nicht. Sie missverstehen mich. Ach Gott, vollkommen. Herr Schmitz. Ich gehe. Noch eine Tasse? Eine halbe? So dürfen Sie nicht gehen, Herr. Ich habe Sie nicht kränken wollen, Herr. Ich habe kein Wort gesagt, dass Sie schmatzen. Habe ich Sie gekränkt? Mein Vater war Köhler. Woher soll ich ein Benehmen haben? Keine Bildung, Madame. Kein Benehmen, Madame. Keine Kultur. Ich verstehe. Ich gehe Wohin? hinaus in den Regen. Ach, gut. Ah, Herr Schmitz, blicken Sie mich nicht so an. Sepp, aber Sepp. Sonst noch etwas. Ich schicke Sie gar nicht fort, mein Herr, das habe ich ja gar nicht gesagt. Was habe ich denn gesagt? Sie missverstehen mich wirklich, Herr Smith, das ist ja furchtbar. Was kann ich denn tun, dass Sie mir glauben? Kommen Sie, Sepp, essen Sie. Wofür halten Sie uns? Ich habe nicht bemerkt, dass Sie schmatzen, Ehrenwort. Und wenn schon, wir geben nichts auf Äußerlichkeiten, Herr Schmitz, das müssen Sie nicht doch spüren, Herr Schmitz. Wir sind nicht so... Hier ist Salz. Bitte um Entschuldigung, dass ich Madame so missverstanden habe. Ist es denn richtig, das Ei? Ja, etwas war ich. Was haben Sie sagen wollen, als Sie sagten, rund heraus? Ja, was habe ich eigentlich sagen wollen? Der Wille, der wird Augen machen, wenn er ein solches Frühstück bekommt. Der wird Augen machen, der Wille. Vielleicht ist er das. Und wer ist der Willi? Der Wille hat Kultur, Madame. Er ist doch ein Kellner gewesen. Im Metropol, bevor es niedergebrannt ist. Niedergebrannt? Oberkellner. Wer ist's? Ein Herr. Und was will er? Von der Versicherung, sagt er. Nämlich er muss es sich das Haus ansehen. Und er trägt einen Frack. Der Wille. Now there too. To arouse our suspicion. Bicycles. We wonder who they belong to. One bag from yesterday, one from today. Woe unto us. Again it is night, and again we keep watch. The timid see danger. With no danger there. They fear their own shadows, Brave when it's only a rumor. They stumble through life. filled with fear. Till one day the rumor. Walks in through the door. How should I read it? Those two not leaving the house. The timid are blind. More blind than the blind. Hope in the evil. Is not really evil. They welcome the evil. Defenseless, exhausted by fear. They hope for the best. Until it's too late. Woe unto us. Leise! Leise! Und wenn die Polizei ruft, vorwärts. Was dann? Langsam! Langsam! Halt! Wieso soll er die Polizei rufen? Wieso nicht? Weil er selber strafbar ist. Tschüss, Lauertag.
gehen wir schlafen. Jeder Bürger ist strafbar genau genommen von einem gewissen Einkommen. Mach dir keine Sorge. Aufmachen! Aufmachen! Das tut aber nicht nach Frühstück. Aufmachen, sage ich, sofort! So war er noch nie. Herr Schmitz! Guten Morgen, Herr Biedermann. Herr Schmitz! Sie verlassen mein Haus! Wann? Sofort! Wieso? Oder ich kann und werde es nicht ändern. Meine Frau ruft die Polizei. Und zwar sofort. Na, worauf warten Sie noch? Ich will keine Diskussion. Ich sah ja gar nichts. Wenn Sie meinen, Herr Schmitz, ich lasse mir alles gefallen, bloß weil Sie ein Ringer sind? Ein solches Gepolter die ganze Nacht? Hinaus! Hinaus, sage ich, hinaus! So war er noch nie. Mein Name ist Eisenheim. Meine Herren! Wilhelm Maria Eisenheim. Wieso, meine Herren? Wieso sind Sie plötzlich zwei, ohne zu fragen? Siehst du? Was soll das heißen? Ich hab's dir ja gesagt. Das macht man nicht. Sepp, du hast kein Benehmen. Ohne zu fragen, was ist das für eine Art? Plötzlich sind wir zwei. Ich bin außer mir! Siehst du? Ich habe es ihm gesagt. Habe ich es dir nicht gesagt? Was stellen Sie sich eigentlich vor, meine Herren? Ich meine, schließlich und endlich bin ich der Hauseigentümer. Ich frage, was stellen Sie sich eigentlich vor? Antworte, wenn der Herr dich fragt. Der Willi, Herr Biedermann, der Willi ist doch mein Freund. Was weiter? Wir sind doch zusammen in die Schule gegangen, als Kinder. Und? Da habe ich gedacht. Was? Da habe ich gedacht. Nichts hast du gedacht. Ich verstehe Sie willkommen, Herr Biedermann. Alles was recht, aber schließlich und endlich. Meinst du eigentlich, ein Hauseigentümer braucht sich alles gefallen zu lassen? Deshalb hat sie überhaupt nicht gefragt? Kein Wort. Sepp. Kein Wort. Und dann wünschst du dich, wenn man dich auf die Straße wirft. Es ist nicht zum Lachen, meine Herren. Es ist mir bitter ernst, meine Herren. Meine Frau ist herzkrank. Siehst du? Meine Frau hat die halbe Nacht nicht geschlafen, wegen dieser Gepolterei. Und überhaupt, was machen Sie da eigentlich? Was zum Teufel sollen diese Fässer hier? Hier, bitte, was ist das? Was ist das? Fässer. Wo kommen die her? Willi, weißt du, wo sie herkommen? Import, es steht drauf. Ich bin sprachlos. Irgendwo steht drauf. Was stellen Sie sich eigentlich vor, meine Herren? Mein ganzer Dachboden voll Fässer, gestapelt, geradezu gestapelt. Ja, eben. Hier ist die Etikette, wo hier sie herkommen. Herr Biedermann. Ich bin sprachlos. Einfach sprachlos. Ich werde ihn rufen. Benzin? Und worum handelt es sich, Herr Wachtmeister? Geschäftlich. Ist das wahr, meine Herren? Ist das wahr, Was? was auf dieser Etikette steht? Wofür halten Sie mich eigentlich? Sowas ist mir noch nicht vorgekommen. Glauben Sie eigentlich, ich kann nicht lesen? Hier, bitte, Benzin. Was ist in diesen Fässern? Benzin? Machen Sie keine Witze. Ich frage zum letzten Mal, was in diesen Fässern ist. Jeder weiß, dass Benzin nicht auf den Dachboden gehört. Hier. Riechen Sie selbst. Ist das Benzin oder ist das kein Benzin? Antworten Sie. Es ist. Es ist Eindeutig. Sind Sie eigentlich wahnsinnig geworden? Mein ganzer Dachboden voll Benzin. Drum, Herr Biedermann, rauchen wir auch nicht. Und das zu dieser Zeit, wo man in jeder Zeitung gewarnt wird. Was denken Sie sich eigentlich? Meine Frau bekommt einen Schlag, wenn sie das sieht. Siehst du? Sagen Sie nicht immer, siehst du. Das kannst du einer Frau nicht zumuten, Sepp. Die Hausfrau, ich kenne die Hausfrau. Herr Biedermann! Herr Biedermann! Herr Schmitz, Herr, Eisenheim? wenn Sie diese Fässer nicht augenblicklich aus dem Hause schaffen, aber augenblicklich. Dann rufen Sie die Polizei. Ja,
Siehst du? Das Herr Biedermann! das war mein letztes Wort. Welches? Ich dulde kein Benzin auf meinem Dachboden. Ich dulde es nicht. Ich komme. Da sind Sie ja, Herr Biedermann. Sie brauchen nicht herunterzukommen. Ich bin nicht Lagersteuer. Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Es handelt sich um einen Unfall. Um Gottes Willen. Ein alter Mann, dessen Frau behauptet, er habe bei Ihnen gearbeitet. Als Aufwender. Hat sich heute Nacht im Schneegas angelegt. Knechtling, Johann, Wohnhaft Rosgasse 11. Haben Sie einen solchen gekannt? Ich. Vielleicht ist Ihnen lieber, Herr Biedermann, wenn wir unter 4 Augen. Ja. Geht ja, die Angestellten nicht sein. Nein. Wenn mich jemand sucht, meine Herren, ich bin bei der Polizei. Verstanden? Ich komme sofort. Herr Biedermann? Gehen wir. Herr Biedermann, was haben Sie denn in diesen Fässern da? Ich. Wenn man fragen darf, Herr Biedermann. Haarwasser. Volker Plus. Wie Männerwild, atmet auf. Volker Plus. Versuchen Sie es noch heute. Sie werden es nicht bereuen. Volker Plus, Volker Plus, Volker Plus. Ist er tot? Oh Gott. Eine Seele von Mensch. Habe ich es nicht gesagt? Aber von Frühstück kein Wort. So war er noch nie. Hast du die Zündkapsel? Ich nicht. So war er noch nie. First rays of the sun, One blink of God's eye, rooftops appear. and it's daylight again. Today, as it was yesterday, All hail the firefighters. the town has survived. All hail the firefighters. The town has survived one more night. All hail the firefighters. To overcome danger, we need to be smart and think about what we observe. By staying alert, we'll see signs of disaster and act in good time, if we want to. And what if we don't? In order to know what dangers we face, we open our newspapers daily. Each morning at breakfast, appalled by distant events, we let others explain what is happening. So we're never required to think for ourselves. Each morning at breakfast, appalled by distant events, we let, daily discovering what happened yesterday, we let others, daily discovering what happened yesterday, far, far away, we fail to see clearly what's happening right here, right now, under our roofs and under our noses. Unpublished. Obvious. Outrageous. Real. Not keen to look at it. Otherwise, He's coming. The town has survived one more night. today as it was yesterday, Watch as the citizen shining in shades, dashes to work, forgetting the imminent danger. Taxi! 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 Was ist los? Wer? Sie wünschen? Wer? Das sagten Sie schon. Dreimal wer? Wieso? Allzu verdächtiges scheint uns. Feuer Gefährliches hat sich entflucht. Unseren Blicken hinein. Wie soll ich's deuten? Fässer voll Brennstoff am Dach. Was geht das Sie an? Lassen Sie mich durch. Ich muss zu meinem Rechtsanwalt. Was will man von mir? Ich bin unschuldig. Soll das ein Verhör sein? Lassen Sie mich durch, ja? Nimm-Team-Test in Chor. bringen Suzanne überbringen die Hand an. Der nämlich so sieht von außen der Chor. Leicht begreift er, was droht. Fragen nur höflich. Nach ins Gefahr, die uns schreckt. Warnen nur. Okkulten Falsches gefasst. Nach sich bekanntlich der Chor, Ohnmächtig, wachsam, mitbürgerlich. bis es im Lurchen zu spät ist. Feuerwehr gleich. Ich bin eilig. Wer? Ich weiß wirklich nicht, was Sie wünschen. Dass du die deutest, die Fässer vom Brennstoff, Biedermann Gottlieb. Wie hast du es gedeutet? Deute. Wissen auch du, wie brennbar die Welt ist, Biedermann Gottlieb? Was hast du gedacht? Gedacht? Ich bin ein freier Bürger. Ich kann denken, was ich will. Was sollen diese Fragen? Ich habe das Recht, überhaupt nicht zu denken. Ganz abgesehen davon, was unter meinem Dach geschieht. Schließlich und endlich bin ich der Hauseigentümer. Was willst du hier? Störe ich? Ich habe eine Besprechung mit dem Chor. Natürlich mit Schleife. Es spielt doch keine Rolle, wie viel er kostet. Hauptsache, dass sein Hans ist. Sie verzeihen, meine Herren. Kurz und gut. Ich habe es satt, ihr mit euren Brandstiftern die ganze Zeit.
Nicht jedermann ist ein Brandstifter, finde ich. Man muss auch ein bisschen Vertrauen haben, ein bisschen Vertrauen. Ich kann nicht Angst haben die ganze Zeit. Meinen Sie, ich habe letzte Nacht ein eigenes Auge geschlossen? Ich bin ja nicht blöd. Benzin ist Benzin. Ich habe mir die allerschwersten Gedanken gemacht. Auf den Tisch bin ich gestiegen, um zu horchen. Und später sogar auf den Schrank. Jawohl, geschnarcht haben Sie, geschnarcht. Mindestens 4-mal bin ich auf den Schrank gestiegen. Ganz friedlich geschnarcht. Ich war drauf und dran, die beiden Halunken zu wecken und auf die Straße zu werfen. Eigenhändig, rücksichtslos, mitten in der Nacht. Eigenhändig? Ja. Rücksichtslos? Ja. Mitten in der Nacht? Ich war drauf und dran, wäre meine Frau nicht gekommen. Sie fürchtete, dass ich mich erkälte. Drauf und dran. Uns nämlich dunkler stieg nach Benzin. Also meine Herren, ich rieche überhaupt nichts. Taxi, Taxi! Sie entschuldigen? Bürger, wohin? Poor unfortunate Biedermann. What's he got planned? Fearful, audacious he struck me, and pale. Then ran off, fearful, decisive. What for? So used to the odor of evil. If the thought of radical change scares you more than the thought of disaster, what can you do to stop the disaster? Woe unto us. Woe unto you. Tu, was ich dir sage. Eine Gans? Eine Gans. Warum siehst du die Krawatte aus, Gottlieb? Wenn ich sie anzeige, die beiden Gesellen, dann weiß ich, dass ich sie zu meinen Feinden mache. Was hast du davon? Ein Streichholz genügt und das Haus steht in Flammen. Was hast du davon? Wenn ich hinaufgehe und sie einlade, dann sind wir eben Freunde. Sie wissen, Anna, Sie haben heute Abend keine Aufgaben. Wir haben Gesellschaft. Sie decken den Tisch für 4 Personen. Herein! Herein! Sie gestatten, Morgen, Herr Biedermann. ich möchte nicht stören. Wie haben Sie geschlafen? Danke, miserabel. Ich auch. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Aber Wo ist denn unser Freund? der ist an der Arbeit. Der Fahrhund wollte nicht gehen ohne Frühstück. Ich habe ihn geschickt, um Holzwolle aufzutreiben. Holzwolle. Die Holzwolle trägt die Funken am weitesten. Was ich habe sagen wollen, mitten in der Nacht, meine Schlafpillen sind alle, ist es mir eingefallen. Sie haben ja hier oben, meine Herren, gar keine Toilette. Wir haben die Dachrinne. Wie Sie wollen, meine Herren, wie Sie wollen. Es ging mir nur so durch den Kopf, die ganze Nacht. Vielleicht möchten Sie sich waschen oder duschen. Benutzen Sie getrost mein Badezimmer. Ich habe Anna gesagt, sie soll Handtücher hinlegen. Warum schütteln Sie den Kopf? Wo hat er sie jetzt wieder hingelegt? Was? Haben Sie irgendwo eine Zündkapsel gesehen? Machen Sie keine Sorge, Herr Biedermann. Im Ernst, im Gefängnis, wissen Sie, gab es auch kein Badezimmer. Gefängnis? Hat Ihnen der Nurse nicht erzählt, dass ich aus dem Gefängnis komme? Nein. Kein Wort? Nein. Der erzählt alleweil nur von sich selbst. Gibt solche Leute. Schließlich, was können wir dafür, dass er so eine tragische Jugend gehabt? Haben Sie, Herr Biedermann, eine tragische Jugend gehabt? Ich nicht. Ich hätte studieren können. Papa wollte, dass ich Jurist werde. Herr Eisenring, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Offen gesprochen, ist wirklich Benzin in diesen Fässern. Sie trauen uns nicht? Ich frage ja nur. Wofür halten Sie uns, Herr Biedermann, offen gesprochen? Wofür eigentlich? Sie müssen jetzt nicht denken, dass ich keinen Humor habe, aber ihr habt eine Art zu scherzen, ich muss schon sagen. Wir lernen das. Was? Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung, finde ich, ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise, die glaubt niemand. Nehmen Sie Platz. Aber wenn Sie die Frau Kneschling sind, dann hat es keinen Zweck.
Herr Biedermann muss schon nichts mit Ihnen zu tun haben, hat er gesagt. Nehmen Sie Platz. Aber machen Sie sich keine Hoffnung. Unser Sepp nur so lange bleibt. Holzwolle ist doch keine Sache. Hoffentlich haben Sie ihn nicht geschnappt. Geschnappt? Warum belustigen Sie das? Wissen Sie, wenn Sie so reden, Sie kommen für mich wie aus einer anderen Welt. Geschnappt. Ich finde es ja faszinierend, wie aus einer anderen Welt. In unseren Kreisen, wissen Sie, wird selten jemand geschnappt. Weil man in Ihren Kreisen keine Holzwolle stiehlt. Das ist klar, Herr Biedermann, das ist der Klassenunterschied. Unsinn. Ich glaube nicht an Klassenunterschiede. Eisenring, ich bin ja nicht altmodisch. Im Gegenteil. Sind wir, Sie und ich, nicht Menschen aus Fleisch und Blut? Brauchen Sie auch Zigarren? Ein bisschen guten Willen. Ein bisschen Idealismus. Ein bisschen. Und wir alle hätten unseren Frieden, die Armen und die Reichen. Meinen Sie nicht? Wenn ich offen sein darf, Herr Biedermann. Ich bitte drum. Nehmen Sie es nicht krumm? Je offener, umso besser. Ich meine, offen gesprochen, Sie sollten hier nicht rauchen. Schließlich und endlich ist es Ihr eigenes Haus. Selbstverständlich. Ah, da liegt sie ja. Herr Eisenring, wenn ich fragen darf, was machen Sie da eigentlich die ganze Zeit? Was ist das eigentlich? Die Zündkapsel. Und das ist die Zündschnur. Zündschnur. Knallzündschnur. Wenn Sie so freundlich sein möchten, Herr Biedermann, dieses Ende zu halten, damit ich messen kann. Spaß beiseite, mein Freund. Nur einen Augenblick. Danke, Herr Biedermann, danke. Nein, Billy, mich können Sie nicht ins Boxhorn jagen. Mich nicht. Sie verlassen sich sehr auf den Humor der Leute, sehr. Aber wenn Sie so reden, kann ich mir schon vorstellen, dass man Sie ab und zu mal verhaftet. Nicht alle, mein Freund, nicht alle haben so viel Humor wie ich. Man muss die Richtigen finden. Die Leute, die keinen Humor haben, sind genau so verloren, wenn es losgeht. Seien Sie getrost. Herr Biedermann! Ich komme! Herr Eisenring, mögen Sie Gans? Gans? Gans, ja, Gans. Mögen? Wieso? Gefüllt mit Kastanien? Und Rotkraut dazu? Ja, was ich nämlich hatte sagen wollen, meine Frau und ich, vor allem ich dachte nur, wenn es Ihnen Freude macht, ich möchte mich nicht aufdrängen, wenn es Ihnen Freude macht, Herr Eisenring, zu einem netten Abendessen zu kommen, Sie und der Sepp. Heute? Oder lieber morgen? Morgen, glaube ich, sind wir nicht mehr da, aber heute mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Sagen wir 7 Uhr. Herr Biedermann! Abgemacht? Abgemacht. Du kannst rauskommen, Doktor. Du hast gehört? Wir müssen zu einem Nachtessen gehen, der Sepp und ich. Du machst die Wache hier, dass keiner hereinkommt und raucht. Verstanden? Bevor es Zeit ist. Ich frage mich manchmal, Doktor, was du eigentlich machst bei uns, wenn du hast keine Freude an Flammen, an Sirenen, die immer zu spät sind, an Hundegebell und Rauch und Menschgeschrei und Asche. Befällt mir besser hören. Ich mag euch Akademiker nicht, aber das weißt du, Doktor. We aren't prepared. Everyone knows what has to be done. It's only a pity the wind's coming up. The wind from the south. Everyone knows what has to be done. We are prepared. Ja, Herr Doktor, ja, ich weiß, aber mein Mann... Ja, es ist dringend, Doktor, es ist dringend. Ich würde es ihm sagen. One goose, as ordered by my husband. Apparently, I'm meant to cook it so that we can be friends with those two up there. I can't help but shake this stupid feeling that this might be the last time the bells in this town ever ring out like that. Babette! I'm not sure
my husband's always right. I mean, honestly, I'm not. He's saying that even if they are arsonists, we can't make enemies of them because that would be the end of his hair rejuvenator. Babette! I know my Gottlieb. He's just too kind. He's too kind for his own good. Look at the one with the glasses. Probably very well read. And horribly pale. This one's ready. To do just about anything. The ends ends justifying the means. So he hopes. In drums full of petrol. He does not see petrol. Instead, he sees an idea. Till the idea is on fire. Guten Abend. Guten Abend. Ready. 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 We are prepared. Weil ich, wie Sie sehen, keine Zeit habe, Frau Knechling, keine Zeit, um mich mit Toten zu befassen. Wie gesagt, wenden Sie sich an meinen Rechtsanwalt. Man hört ja seine eigene Stimme nicht an. Machen Sie das Fenster zu. Ich habe gesagt, ein schlichtes und gemütliches Abendessen. Was sollen diese idiotischen Kandelaber? Haben wir aber immer, Herr Biedermann. Schlicht und gemütlich, sage ich. Nur keine Protzerei. Und diese Wasserschalen, verdammt nochmal, diese Messerbänklein. Silber, nichts als Silber und Kristall. Was macht das für einen Eindruck? Sie sehen, Anna, ich trage meine älteste Hausjacke und das große Geflügelmesser können Sie lassen, Anna, aber sonst weg mit dem Silber. Die beiden Herren sollen sich wie zu Hause fühlen. Wo ist der Korkenzieher? Hier. Haben wir nichts Einfacheres? In der Küche, aber der ist rostig. Her damit. Was soll denn das? Für den Wein. Silber. Haben wir das immer? Das braucht man doch, Herr Biedermann. Brauchen. Was heißt brauchen? Was wir brauchen, ist Menschlichkeit, Brüderlichkeit. Weg damit. Und was zum Teufel ist denn das? Servietten. Damast. Wir haben keine anderen. Es gibt ganze Völkerstimmen, die ohne Servietten leben. Menschen wie wir. Ich frage mich, wozu wir überhaupt ein Tischtuch brauchen. Gottlieb, Was soll denn dieser Kranz? den wir bestellt haben. Was sagst du dazu, Gottlieb? Wir haben Ihnen selber die Adresse geschrieben, die Adresse von Kneckling, schwarz auf weiß. Und die Schleife und alles ist verkehrt. Schleife, wieso? Und die Rechnung, sagt der Bursche, Sie haben an die Frau Kneckling entlassen. Unserem unvergesslichen Gottlieb Biedermann. Das nehmen wir nicht an. Kommt nicht in Frage. Das müssen Sie ändern. Macht mich jetzt nicht nervös, Babette. Ich habe anderes zu tun. Herrgott nochmal, ich kann nicht überall sein. Also, weg mit dem Tischtuch. Helfen Sie mir doch, Anna. Und es wird nicht serviert, unter keinen Umständen. Sie kommen herein, ohne zu klopfen, einfach herein und stellen die Pfanne einfach auf den Tisch. Die Pfanne? Eine ganz andere Stimmung. Ein hölzerner Tisch, nichts weiter, wie beim Abendmahl. Herr Biedermann meinen, ich soll die ganz einfach in die Pfanne bringen? Was für einen Wein soll ich denn holen? Ich hole ihn selbst. Herr Biedermann, Was denn? ich habe keinen solchen Pullover, wie Sie sagen, sondern schlichten, dass man meint, ich gehöre zur Familie. Nehmen Sie es bei meiner Frau. Den gelben oder den roten? Nur keine Umstände. Und ich will kein Schürchen sehen, verstanden? Und überhaupt, Anna, sehen Sie zu, dass hier nicht alles so ordentlich ist. Ich bin im Keller. Sehen Sie zu, dass hier nicht alles so ordentlich ist. Bitte sehr. Guten Abend, Fräulein. Wieso keine Holzrolle? Beschlagnahmt. Polizeilich. Hast du noch Streichhölzer? Ich? Nicht. Ich auch nicht. Müssen ihn darum bitten. Biedermann? Aber nicht vergessen, wie das schon duftet. I know what you must be thinking, but tell me this. Sorry about those two, but if that's all they're up to, I'd be happy. If someone told me a week ago that I'd be getting the best bottles out of my cellar for them, now be honest, how long have you known that those two are arsonists? It's not like you think. It doesn't just dawn on you like that. It starts slowly
then, suddenly, suspicion. Well, I had my suspicions, all right from the start. You always have your suspicions, don't you? But be honest, in my place, what would you have done? Oh, come on, for God's sake, what would you have done? And when? I've got to go. When you spend long enough, Looking into the future. What you foresee. will finally happen. Stupidity dressed up as fate. Always stupidity. Blazing and burning until it cannot be put out. Putzwin, hast du das wieder gehört? Putzwin brennt noch besser. Wieso ist das ein Witz? Weißt du, was Putzwänden sind? Ja! Du hast keinen Humor, Babettchen. Was kann man machen, meine Freunde, wenn jemand einfach keinen Humor hat? So erkläre es mir doch. Also, heute Morgen sagt der Billy, er hätte den Sepp geschickt, um Holzwolle aufzutreiben. Verstehst du, Holzwolle? Und jetzt frage ich den Sepp, was macht denn die Holzwolle? Worauf er sagt, er hätte keine Holzwolle auftreiben können, aber Putzfäden. Und der Billy sagt, Putzfäden brennen noch viel besser. Das habe ich verstanden. Ja, hast du verstanden? Was ist der Witz dran? Trinken wir. Ist das denn wahr, Herr Schmitz? Sie haben Putzfäden auf unserem Dachboden gebracht? Du wirst lachen, Babette. Heute Vormittag haben wir zusammen sogar die Zündschnur gemessen, der Willi und ich. Zündschnur? Knallzündschnur. Aber im Ernst, meine Herren, was soll das alles? Im Ernst, sagt sie, im Ernst. Jetzt fehlt es nur noch, dass die beiden Herren mich für Streichhölzchen bitten. Nämlich, die beiden halten mich immer noch für einen ängstlichen Spießer, der keinen Humor hat. Prost! 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 Auf unsere Freundschaft! In unserem Haus wird nicht serviert, meine Herren. Sie greifen einfach zu. Oh, ich kann nicht mehr. Natürlich nicht. Du bist nicht im Waisenhaus, Sepp. Natürlich nicht. Ihre Gans, Madame, ist klasse. Das freut mich. Gans und Homer, dazu gehört eigentlich bloß noch ein Tischtuch. Hörst du's, Gottlieb? Es muss aber nicht sein, Herr Biedermann. So ein weißes Tischtuch, wissen Sie, mit Silber drauf. Anna! Damals mit Blumen drin, aber weiß, wissen Sie, wie Eisblumen. Es muss aber nicht sein, Herr Biedermann. Es muss aber nicht sein. Im Gefängnis, wir haben auch kein Tischtuch. Anna! Im Gefängnis? Wo ist sie denn? Sie sind im Gefängnis gewesen. Anna, bringen Sie sofort ein Tischtuch. Sehr wohl. Und wenn Sie so etwas wie Fingerschalen haben, Sehr wohl. Sie finden das vielleicht kindisch, Madame. Aber so sind die Leute aus dem Volk. Es ist nur einmal der Traum seines verpfuschten Lebens. So eine Tafel mit Silber und Kristall. Gottlieb, die haben doch alles. Aber es muss nicht sein. Bitte sehr. Und wenn Sie so Servietten haben, Fräulein, her damit. Herr Biedermann hat gesagt. Her damit! Bitte sehr. Weißt du, was das ist? Hat er noch nie gesehen. Das ist Damast. Jetzt, was soll ich damit? So? Und wo sind unsere Messerbäcklein, Anna, unsere Messerbäcklein? Herr Biedermann, Her damit! Sie haben gesagt, weg damit. Her damit, sage ich. Wo sind Sie denn, Herrgott, nochmal? In Ihrer linken Hosentasche. Nur keine Aufregung. Ich kann doch nichts dafür. Nur keine Aufregung, Fräulein. Trinken Sie, meine Herren. Wissen Sie, was ein Traum ist? Nein. Sie haben mir im Gefängnis alles erklärt. Und wieso, Herr Eisenring, sind Sie im Gefängnis gekommen? Babette! Wieso ich ins Gefängnis gekommen bin? Sowas fragt man doch nicht. Ich frage mich selbst. Ich war ein Kellner, wie gesagt, ein kleiner Oberkellner, und plötzlich verwechselten sie mich mit einem großen Brandstifter. Verhafteten mich in meiner Wohnung. Ich war so erstaunt, dass ich drauf einging.
Ich hatte Glück, Madame. Ich hatte 7 ausgesprochen reizende Polizisten. Als ich sagte, ich hätte eine Arbeit und hätte keine Zeit, sagten sie, Ihr Etablissement ist niedergebrannt. Niedergebrannt? Schön, sagte ich, dann habe ich Zeit. Und was dann? Dann hatten wir auch 49er. Und dann, das muss Ihnen der Sepp erzählen, als ich so im Wohnzimmer sitze und mit den Handschellen spiele, sage und schreibe, wer wird der Herr eingeführt? Der da. Prost, Sepp. Prost, Willi! Es ist dringend, sagt er. Auf den ich aber Gäste habe. Prost, Willi! Prost, Sepp. Wer ist es denn? Es ist dieser Dr. Phil. Und was ist denn das andere dort, Fräulein? Das Kristallen dort? Die Kandelaber. Warum verstecken Sie das? Herr Biedermann haben selbst gesagt. Her damit. Hast du Streichhölzer? Nein. Leider haben wir gar keinen Streichhölzer. Tatsächlich. Ich habe. Geben Sie her. Nein, lassen Sie es. Ich mache schon. Lassen Sie Was will der Herr? Ich verstehe ihn nicht, Madame. Er kann nicht lange schweigen, sagt er und wartet im Treppenhaus. Unter 4 Augen, sagt er? Ja, und dann will er etwas enthüllen. Was? Ich verstehe ihn nicht, Madame. Und wenn er es mir 100-mal sagt. Er sagt, er möchte sich distanzieren. Macht doch sofort einen ganz anderen Eindruck. Finden Sie nicht, Madame? Candlelight? Ach ja. Ich bin für Stimmung. Sehen Sie, Herr Eisenring, das freut mich. Schmatze nicht. Oh, lassen Sie ihn doch. Er hat kein Benehmen, Madame. Ich bitte um Entschuldigung. Es ist mir furchtbar. Woher soll er es haben? Von der Köhlerhütte zum Waisenhaus? Ja, ich Vom weiß. Waisenhaus zum Zirkus? Ich weiß. Vom Zirkus zum Theater? Nein, ich habe das nicht gewusst. Schicksale, Madame, Schicksale. Beim Theater sind Sie auch gewesen. Hinten. Dabei ist er begabt. Sepp als ein Geist. Haben Sie das schon erlebt? Aber nicht jetzt. Wieso nicht? Madame, ich war nur eine Woche beim Theater. Dann ist das niedergebrannt. Niedergebrannt? Zähl dich nicht. Los! Bitte, sieht er nicht aus wie ein Geist? Ich habe aber Angst. Mädchen, Können wir? das ist Theatersprache. Hat er auf den Proben gelernt in einziger Woche, bevor es niedergebrannt ist. Wer redet nicht immer von Brandon? Können wir? Bereit? Jedermann, jedermann! Gottlieb, still. Wir haben das in Salzburg gesehen. Biedermann, Biedermann! Ich finde es großartig, wie er das macht. Biedermann, Biedermann! Sie müssen fragen, wer bist du? Wer bist du denn? Biedermann, Gottlieb! Frag du ihn doch, er spricht zu dir. Wer ruft mich? Weiter? Wer bist du denn? Hört ihr mich nicht? Wer bist du denn? Ich bin der Geist von Knöchtling. Stopp! Ein Idiot bist du. Das kannst du doch nicht machen. Knechtling, der geht doch nicht. Knechtling ist heute begraben worden. Eben. Er ist es nicht, Madame. Wie kannst du so geschmacklos sein? Entschuldigung. Knechtling? Entschuldigung. Setzen wir uns. Ist das jetzt alles? Wie wär's mit einer kleinen Zigarre, meine Herren? Idiot. Da siehst du, wie Herr Biedermann zittert? Danke, Herr Biedermann, danke. Reden wir nicht mehr davon. Das ist ein Dank für die Gans? Soll ich etwas singen? Was?
Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Was das? Gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen. Er ist betrunken. Mit dem Scheißgewehr. Hören Sie nicht zu, Madame. Sonst wird dich der Jäger holen, gib sie wieder her. Scheißgewehr ist gut. Gib, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Scheißgewehr. Prost! Prost! Was ist das? Sie meinen? Spaß beiseite. Brandstifter, Brandstifter! Nein, nicht. Wenigstens nicht bei uns. Wir müssen gehen. Jetzt? Leider. Mach einen Kaffee, Babette. Sie, aber stehen Sie da und glotzen. Meine Herren, genug ist genug. Meine Frau ist herzkrank. Scherzen wir nicht länger über Brandstifterei. Wer scherzt ja nicht? Wir sind Brandstifter. Jetzt ganz im Ernst. Ganz im Ernst? Ganz im Ernst? Warum glauben Sie uns nicht? Herr Biedermann, wenn Sie uns schon für Brandstifter halten, warum nicht offen darüber reden? Ich halte Sie ja gar nicht für Brandstifter. Meine Herren, Sie tun mir Unrecht. Ich halte Sie ja gar nicht für Brandstifter. Hand aufs Herz. Nein, 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 nein. Aber wofür halten Sie uns denn? Für meine Freunde. Wohin gehen Sie jetzt? Es ist Zeit. Was kann ich tun, dass Sie mir glauben? Geben Sie uns Streichhölzer. Was soll ich? Wir haben keine mehr. Ich soll Ja, wenn Sie uns nicht für Brandstifter halten. Streichhölzer. Still, aber nicht vor meiner Frau. Der Kaffee kommt sogleich. Sie müssen gehen. Leider. Madame, Es war ein reizender Abend. nur noch eins, Gottlieb. Was denn? Die Weißen. Die Streichhölzer. Anna, was ist los? Der Kaffee? Sie sind ja ganz verstört. Da hinten. Der Himmel, Frau Biedermann, von der Kusche aus. Der Himmel brennt. Zum Glück ist nicht bei uns. Ist nicht bei uns. Glück. Was wollen Sie denn? Ich kann nicht länger schweigen. Der Unterzeichnete, selber zutiefst erschüttert von den Ereignissen, die zurzeit im Gang sind und die auch von unserem Standpunkt aus, wie mir scheint, nur als verbrecherisch bezeichnet werden können, die folgende Erklärung zur Öffentlichkeit. Ich distanziere mich. Und? Ich war ein Weltverbesserer, ein ernster und ehrlicher. Ich habe alles gewusst, was Sie in diesem Dachboden machen. Alles! Außer das eine. Sie machen das aus purer Lust. Herr Doktor! Sie, Herr Doktor, was soll ich damit? Gottlieb, Weg ist er! was hast du denen gegeben? Ich habe gesehen, Streichhölzer? Wieso nicht? Streichhölzer? Du meinst, wenn die wirklich Brandstifter wären, die hätten keine Streichhölzchen. Babette! Babette! I still think we should have explosion sounds at the end. Yeah. We have explosions there. We need the explosion sounds. We have explosion sounds. We can just. We have. And so I can.